Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema Vegan. Und heute spreche ich mit Blogger und Comedian Jan Hegenberg alias dem Graslutscher über Vergangenheit, Zukunft und Omni-Bingo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr genießt in allen Ecken der Welt schönen Sonnenschein. Ich tue das auf jeden Fall. Ich genieße auch deutlich zu viel Eis. Wer meinem Instagram-Account folgt, dem ist diese Tatsache schon schmerzlich aufgefallen. So viel zu meinem Beachbody-Plan für diesen Sommer. Aber es hat halt gerade in meiner Nähe eine hervorragende Eisdiele aufgemacht, die komplett vegan macht und das super undercover. Ich bin einfach absolut heillos begeistert. Und was soll ich da machen? Nutzen wir also diese Sonnenseite des Klimawandels für eine Weile aus und genießen es etwas weniger wie Zombies auszusehen und endlich mal wieder ein bisschen Farbe zu bekommen. Ich freue mich da auf jeden Fall ziemlich sehr drüber, auch wenn meine Beine partout versuchen, möglichst einem guten alten Schweizer Brie zu ähneln. Aber was soll ich sagen? Ich bin einfach sehr nordisch genetisch angelegt. Es passieren auf jeden Fall viele spannende Dinge, von denen ich euch hoffentlich bald noch etwas mehr erzählen kann. Vor allem kurbeln wir aber langsam die Planung für unseren englischen Podcast an und wunderbare große Neuigkeiten. Die Veggie World eröffnet erste Türchen in China und hat einen Stand auf der China International Import Expo 2018. Die Pläne der Weltherrschaft schreiten also langsam zur Tat, Pinky. Und wer nicht weiß, wer Pinky ist, ziehe sich gerne eine Prise 90er-Jahre-Cartoons rein. Oder auch nicht. Vielleicht genießt ihr auch einfach weiter die Sonne. Ist auch cool. Diese Woche spreche ich endlich mit dem fantastisch-sarkastischen Autoren. Fantastisch-sarkastisch, das müsste auch eigentlich mal kombiniert werden. Farkastisch? Warum nicht? Ich spreche diese Woche mit dem farkastischen Autoren, der als der Graslutscher bekannt ist, auch als Jan Hegenberg, das ist sein echter Name, er wurde nicht als der Graslutscher geboren, wobei, wer weiß, der seit 2014 im Internet sein Wesen treibt. Manche sagen vielleicht auch sein Unwesen, aber ich habe da eine andere Perspektive. Wir haben uns im Januar sehr, sehr toll unterhalten, und zwar im sehr empfehlenswerten Wellbeing in Köln und haben da ein bisschen geplaudert über Sinnsuche im Job, über die Entwicklung des Veganismus und. Hört am besten gleich selbst. Es gibt in dieser Folge ein bisschen Hintergrundgeklacker, weil wir im laufenden Restaurantbetrieb gesprochen haben und gerade alles für Jans Benefizlesung vorbereitet wurde. Also bitte nicht wundern, wir klappern da nicht extra rum. Das ist einfach die Grundsituation, direkt aus dem Leben gegriffen. Also danke nochmal an das Wellbeing, dass wir so quatschen durften, und danke für die super leckere falsche Ente. Die ist sehr zu empfehlen, by the way. Und wenn euch das Ganze dann alles noch nicht genug Grasgelutsche ist, kein Problem. Nächsten Montag hört ihr dann Teil 2 des Interviews, der noch etwas länger ausfällt als der erste. Jetzt aber erstmal, Gott, ich muss mich kurz unterbrechen. Es tut mir leid, manchmal klinge ich ein bisschen wie Ranga Yogeshwar bei Quarks & Co. Es ist aber, der ist noch etwas länger als der erste. Heute haben wir ein ganz besonderes Experiment mitgebracht. Es geht um Graslutschen. Es tut mir leid, vielleicht, weil ich aus dieser Branche komme, manchmal übernehme ich diese komischen Sprachdukti. Es tut mir leid. Aber jetzt, ohne weiteres rumphilosophieren darüber, wie bescheuert ich andere Leute nachmache. Jetzt viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier im wundervollen Wellbeing mit dem wundervollen Jan, dem wundervollen Graslutscher, um genauer zu sein. Im wundervollen Köln. Im wundervollen Köln. Der wundervolle Jan hat wundervollen Ingwer in seinen Zähnen. Ja, ist aber wichtig, weil du ja gleich was sprichst. Du machst gleich eine Benefizlesung. Richtig. Was genau machst du denn da? Das ist ein schönes Wort dafür, fällt mir gerade auf. Eine Benefizlesung. Ja. Eine Benelesung. Eine Benelesung, ja, genau. Ja, was mache ich da? Ich habe ein kleines Programm auf die Beine gestellt. Ich werde 30 Minuten lang was darüber erzählen, wie man im Internet über Fleischkonsum diskutiert oder zu Fleischkonsum diskutiert, ohne dabei komplett den Verstand zu verlieren. Wobei, im Wellbeing ist ja alles vegan, da geht es auch um Milchkonsum und Eierkonsum. Das ist ein bisschen weiter gefasst.
Cool. Und für diejenigen, die dich noch nicht kennen, du hast ja mittlerweile schon den ein oder anderen, der liest, was du machst. Aber Hab ich gehört. Für die dich noch gar nicht kennen, die 2 Leute in Deutschland, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich? Ja, ich bin der Jan, wie gesagt. Und ich habe vor mittlerweile unzähligen Jahren angefangen, verschiedene Dinge von meiner Speiseliste zu streichen. Wie lange ist das jetzt? 2008? Ja, 10 9 Jahre oder irgendwie sowas. Ja. Nee, genau, aber 2018. Ich lebe in der Vergangenheit, ja. Ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen, ich glaube im Dezember oder sowas. Okay. Also ist noch so angekratzt. Und habe damals schon ganz viel online diskutiert und habe irgendwann gemerkt, boah, die Argumente, die wiederholen sich andauernd. Es ist nie so, dass ihr irgendwann was Neues bringt, das ist ein guter Gedanke. Es ist immer, ja, wie halt Omni-Bingo, ne? Es gibt irgendwie 50 Felder und irgendwas davon ist es. Und danach antwortet man halt mehr oder weniger immer gleich, genau. Und habe gedacht, boah, eigentlich ist das ganz großer Mist. Ich verschwende hier meine Zeit. Ich schreibe mir jetzt einfach zu jeder Frage eine super Antwort hin und veröffentliche die. Und immer wenn ich das lese, schreibe ich die Antwort da rein und dann habe ich immer ganz viel Zeit. Ja. Das war die Idee und dann habe ich das als Facebook-Notiz veröffentlicht und habe gemerkt, dass das ziemlich vielen Leuten gefallen hat und es wurde auch geteilt und geliked und sowas. Und ganz viele haben gedacht, ja, das geht aber nicht als Facebook-Notiz, das ist mega unprofessionell, was du gerade machst. Du musst da einen Blog draus machen. Ich habe damals gesagt, Blogs ist doch eigentlich voll oldschool, das macht doch gar keiner mehr. Man macht ja jetzt Videologs und irgendwie sowas. Und habe mir echt jetzt in Eigenregie habe ich mir eine Domain registriert, das mit WordPress zusammengefügt habe. Hat sich jemand wundert, deswegen sieht das so kacke aus, weil ich kein Designer bin und das immer noch nicht neu habe machen lassen von jemandem, der sich damit auskennt. Ja, und habe dann irgendwann im Januar 2014 habe ich den ersten Artikel veröffentlicht, in dem es darum geht, dass die Fleischesser immer sagen, dass Soja so unnatürlich ist und so Dinge, und das ist total eingeschlagen. Es hat immer noch, glaube ich, mit die meisten Likes von allen Artikeln, irgendwie ein paar tausend und ja, das hat natürlich Spaß gemacht und dann kam halt der ganze Rest, noch ein Facebook-Account und ein Twitter-Account und so und irgendwann hat man ein paar Leser, genau. Geil. Und wie viele Leser hast du ungefähr mittlerweile? Ja, ich bin zu doof, diese Google Analytics auszuwerten. Ich auch. Oh Gott, ich auch. Ich gucke da mal drauf und denke, what? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Aber also auf Facebook habe ich 34.000 Follower. Das ist ja schon ein ganz guter Wert eigentlich. Also dafür, dass ich das nicht bewerbe oder sowas. Ja. Ist okay. Ist schon okay. Also, ich finde, wenn man sich mittlerweile diese Zahlen verlieren so an Bedeutung irgendwie. Ich habe mit der Lulu von Lulu Streamtown gequatscht. Die macht Instagram. Ja. Also eine 18-jährige Instagramerin. Die hat 200.000 Instagram-Follower. Ja. Und du denkst so, und die sagt nur noch 200k. Und du denkst so, alles klar. Also zum einen, sie ist 18. Zum anderen denkst du halt, 200.000 Menschen schauen sich das an. Und wenn du dann aber denkst, ja, füll damit aber mal jetzt einen Raum oder irgendwie eine Straße. Ja. Und du denkst, 34.000 Leute würden jetzt irgendwo hinkommen, um das zu lesen, was du schreibst. Ja, so. Genau. Ich stelle mir das immer vor mit Festivals, weil das ist auch so die Größe. Ich denke mal, okay, ich habe 34.000, das ist ungefähr so viel wie zu einem Highfield-Festival oder sowas kommen. Und wenn man sich da anguckt, wie viel vor der Center Stage stehen, dann denke ich so, okay, wow, das ist nicht schlecht. Wobei, man muss auch mal gucken, so Facebook-Likes ist immer, muss ein bisschen vorsichtig sein, weil viele drücken da auch auf Like und wissen gar nicht genau, was sie da liken. Manchmal mache ich auch was nicht mit Veganismus zu tun hat, irgendwas Politisches. Und das war während der Flüchtlingskrise, da habe ich teilweise einfach nur ein Meme rausgehauen, dann hat das unglaublich viel Leute angezogen, also die auch nicht so viel mit Veganismus zu tun haben. Und ich merke das jetzt immer, wenn ich irgendwas zu veganer Lebensweise poste, ganz am Anfang kriege ich mal 4 bis 5 Unfollower, die sagen, der ist schon wieder mit seinem veganen Gedöns, das nervt mich alles. Er heißt Graslutscher, liebe Leute. Deswegen, ich wüsste ja auch gerne mal, wie diese 34.000 so sich gestalten. Wie viele davon finden das wirklich gut, was ich schreibe? Vielleicht gibt es auch ein paar, die das nur verfolgen, weil sie mir gerne da irgendwelchen Mist unten drunter schreiben, was auch mal passiert. Ein paar haben vielleicht über irgendwas gelacht, was ich mal gemacht habe und finden den Rest irgendwie gar nicht gut. Also man darf sich ja nicht so dran aufhängen. Ich weiß, ganz viele Leute sagen, guck mal, der hat so viele Likes. Aber letztendlich ist es mir eigentlich viel wichtiger, dass das, was ich da mache, dass Leute das lesen und gut finden. Und weil das auch so nachhaltig ist. Das ist das, was die meisten Leute mir auch schreiben. Dass sie sich mal freuen, wenn sie was Neues von mir lesen. Das finde ich eigentlich wichtiger. Ja. Voll.
Und was machst du beruflich eigentlich? Lebst du davon? Oder das wäre schön. Das wäre schön. Ich bin offiziell ganz normaler IT-Berater. Ich fahre zu großen Kunden und berate die, was ihre IT-Prozesse angeht. Was aber immer schwieriger wird, weil sich das so ein bisschen verschiebt. Also damit kriegt man natürlich schön viel Geld nach Hause, also normal, um die Miete zu bezahlen und so. Und gleichzeitig merke ich dann, aber ich sitze dann irgendwo bei einem Kunden und mache irgendwas und habe so einen leichten, wie soll ich sagen, mir fehlt dann so ein bisschen die Bedeutung von dem Ganzen. Ich weiß, dass ich in derselben Zeit 3-4 Artikel schreiben könnte zu Themen, die ja wirklich wichtig sind, die Zukunft der Gesellschaft eigentlich beeinflussen. Ich weiß, klingt jetzt mega pathetisch und so. Nee, überhaupt nicht. Jetzt auch nicht, ich finde es ehrlich gesagt sehr schön zu hören. Ich will jetzt nicht sagen, wenn ich nichts mache, dann passiert nichts. Aber ich weiß schon, ich habe schon ein paar Zuschriften von manchen Leuten bekommen, die gesagt haben, als ich das gelesen habe, habe ich mich irgendwie verändert. Und das motiviert einen natürlich total. Wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, aus dem Büro rauskomme und weiß, ich habe jetzt 8 Stunden lang Datenbanken, implementiert, dann weiß ich habe niemanden von irgendwas überzeugt. Es geht nur darum, das Konto zu füllen. Das hat natürlich einen ziemlichen Bedeutungsverlust. Also ich bin dann immer in so einem Zwiespalt. Ich habe jetzt auch 3 Kinder zu Hause. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, weißt du was, ich mache jetzt Hartz IV und schreibe noch Artikel. Aber ich versuche jetzt einen Spagat. Ich habe im Dezember 2017, also vor 4 Wochen, habe ich einen Patreon-Account halt gemacht. Aber Leute, wenn ihr irgendwie $1 pro Monat übrig habt, dann wäre ich sehr froh. Und ab $150 pro Monat streiche ich einen Tag aus meinem Kalender und nehme den frei und schreibe halt nur. Also das rechnet sich natürlich nicht. Aber ich habe jetzt mal gedacht, okay, das kann ich machen bis 10 Tage und lag nicht am Hungertuch oder sowas, aber kann damit noch mich finanzieren. Und ich bin jetzt bei 142, glaube ich. Geil. Ja, nach 4 Wochen. Also falls es jemand hört, der gespendet hat, vielen, vielen Dank. Ich bin total begeistert, denn ich habe ja auch, also nächste Woche Freitag ist der erste Tag, wo ich praktisch von der Community finanziert was schreiben werde. Hammer. Ja, ich finde es übrigens sehr süß, dass du die ganze Zeit das Aufnahmegerät wie einen Zuschauer anschaust. Hi Leute! Weil wir es nicht mal da auf. Also, ich gucke mal, ob es brennt oder ob es irgendwie kaputt geht, ob sich das Magnetband verwickelt oder so. Ja, genau. Nee, aber ich finde es schön, eine schöne Strategie. Und ich finde es vor allem, ich kann es total verstehen, weil ich glaube, das haben viele Veganer, dass sie irgendwann so den Sinn in ihrem eigenen Tagesjob irgendwo verlieren. Viele können aber auch nur das machen, was sie irgendwie als Aktivisten oder was auch immer tun, weil sie einen Tagesjob haben. Genau. Aber was kann man halt tun, um irgendwie das Gefühl, nicht sinnlos Tag für Tag irgendwas zu tun? Richtig. Wie kann man dagegen angehen? Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Es ist natürlich nicht ganz rational. Also ich kenne auch unglaublich kluge Leute von dieser Efficient Altruism Bewegung, die sagen, okay, es kann jetzt nicht jeder aktiv im Veganismus tätig sein, Vollzeit. Wir müssen auch Leute haben, die das irgendwie finanzieren. Und die haben das Programm ins Leben gerufen, dass Leute, die eine vielversprechende Ausbildung haben und damit wirklich Gehälter erreichen, keine Ahnung, die irgendwo nahe am 6-stelligen Betrag sind, dass die das ganz bewusst machen und die spenden dann tatsächlich irgendwie 25-30% ihres Monatsgehaltes jeden Monat. Boah. Weil sie halt sagen, pass auf, ich reduziere ganz bewusst meinen Konsum und meinen Anspruch. Ich kaufe mir jetzt kein teures Auto in einer riesen Wohnung. Ich lebe genauso weiter, wie ich als Student gelebt habe. Und finanziere damit 3 oder 4 Vollzeitstellen für Leute, die halt aktiv, keine Ahnung, Flyer verteilen oder gute Überzeugungsarbeit halt leisten. Das finde ich eigentlich noch viel bewundernswerter, weil die halt wirklich jeden Tag 8 Stunden im Büro sitzen und klar, die wissen natürlich, okay, das Geld, was ich damit nutze, das wandert in die richtigen Kanäle, aber es ist natürlich viel befriedigender, wenn man da sitzt und Text schreibt und wie ich jetzt. Also will ich sagen, also ich finde, ich habe noch viel mehr Hochachtung vor den Leuten, die wirklich in ihrem Daily Job drin bleiben und damit bestimmt teilweise auch mehr erreichen als ich. Voll, ja. Das finde ich sehr bewundernswert auch. Das hat so sehr viel Aufopferung irgendwie am Start. Absolut, ja. Wie kam das denn bei dir damals, dass du vegan geworden bist? Weil ich sag mal, gerade 2008 war jetzt noch nicht so der Vegane-Hype am Start. Ja, das stimmt. Ich war da schon Vegetarier ganz lange und ich wäre bestimmt schon früher vegan geworden, wenn ich nicht, ich habe eine Seite, ich habe damals zugeschickt bekommen von so Fleischessern, die mir beweisen wollten, dass alle, die mit Vegetarismus was zu tun haben, Vollidioten sind. Die haben mir eine Seite zugeschickt, die hieß Vegetarier sind Mörder. Von einer veganen Organisation. Und die hat halt ganz explizit versucht,
zu zeigen, wie schlimm Milch- und Eikonsum ist. Und das halt, indem sie gesagt haben, warum Vegetarier genauso schlimm sind wie Fleischesser. Mag wenn man das ganz sachlich beurteilt, vielleicht nachvollziehen können, aber rein psychologisch ist das in meinen Augen eine sehr schlechte Herangehensweise, denn das hat mich dazu gebracht, dass ich erstmal gesagt habe, ey, die Veganer, das sind alles Spinner, das sind Verrückte. Und habe das ganz lange begraben und dann kam 2008 oder 2009 Anständig Essen von Karen Duwe raus. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Super Buch. Weil sie selber weder Vegetarierin noch Veganerin ist. Und sie hat gesagt, pass auf, ich mache jetzt einen Selbstversuch, ich lebe jetzt 2 Monate lang nur von Bionahrungsmitteln, dann 2 Monate vegetarisch, dann 2 Monate vegan und dann 2 Monate frutarisch. Wow, okay. Und zieht das auch durch und zwar ohne da jetzt irgendwie, man merkt, dass das Ziel nicht ist, am Ende zu sagen, boah, wisst ihr was, frutarisch ist der geile Scheiß, sondern sie ist ganz ehrlich. Sie sagt, was sie mega nervt, was blöd ist, weil ich meine 2009 vegan, weißt du ja, da musste man noch ins Reformhaus gehen, um Sojamilch zu kaufen und so. Und die ist unglaublich ehrlich und auch lustig und sagt dann, dass sie keinen Bock mehr hatte in der Frutarisch-Phase, immer nur Kokosmilch mit Erbsen zu essen und so. Und erklärt aber gleichzeitig ganz schonungslos, was die Motivation dahinter ist. Und zwar, und das hat so eine super Mischung. Sie ist ganz nüchtern. Du weißt, sie kann das nicht so vom moralischen Podest aus machen, weil sie selber den Anspruch an sich gar nicht hat. Und das ist unglaublich entwaffnend. Und das hat bei mir mega eingeschlagen. Ich habe gedacht, okay, die hat mit allem recht, was sie sagt. Wo kriege ich die Hafermilch? Und ich war immer schon laktoseintolerant. Ich konnte normale Milch nicht trinken. Deswegen war der Schritt nicht groß. Ich habe nie jetzt gesagt, ich werde jetzt ab morgen 100% vegan. Ich habe nur gedacht, ich lasse jetzt immer mehr weg. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, der Kühlschrank ist vegan. Da ist nichts mehr drin. Ich bin soweit. Ich kann es nicht mehr weiter reduzieren. Ich darf mir offiziell das Vegan-Label aufkleben. Ich kann mir jetzt offiziell das Vegan-Label an die Stirn tackern, genau. Und das muss irgendwann da gewesen sein. Deswegen habe ich auch keinen konkreten Zeitpunkt, wo ich sage, da war ich vegan. Das muss irgendwann 2008 gewesen sein. Ja, genau. Ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch ein Druck, den viele spüren, wenn sie denken, werd vegan. Du hast eine Deadline und dann bist du gefälligst. Ja. Die Deadline ist spätestens nächste Woche. Genau. Und dann hast du gefälligst, umfassend vegan zu sein. Ich glaube, ich rate auch allen, die mich fragen, wie man am besten anfängt. Sage ich, nimm jeden Druck raus. Sag nicht, ich darf ab übermorgen keine Milch mehr essen oder sowas. Mach das irgendwie mach das so in dem Tempo, was du für dich irgendwie sinnvoll findest und guck, dass du nicht mega unglücklich wirst, dass du nicht da sitzt und komplett frustriert bist und dann keinen Bock mehr darauf hast. Sondern mach das in kleinen Schritten. Ich habe es auch in kleinen Schritten gemacht. Es gibt auch Leute, die können irgendwie von heute auf morgen alles wegschmeißen, habe ich auch schon erlebt, aber ich glaube nicht, dass das für alle was ist. Und, Ich glaube auch, das machen die wenigsten. Wir haben auch damals bestimmt ein Jahr oder so und zwischendurch hast du eine Phase, wo du denkst, Pizza! Ja, genau. Pizza. Ich kann nicht leben ohne Pizza. Und dann isst du die und wir hatten echt dann irgendwann, dass der Käse uns nicht mehr geschmeckt hat. Also ich kann auch jetzt, ich habe irgendwann ein paar Jahre später, habe ich aus Versehen einen Milchschokoladenkakao getrunken, weil die gesagt haben, er ist mit Sojamilch. So geil. Und dann war die Schokolade aber aus Milchschokolade. Und es schmeckt für mich wie Eiter. Also es schmeckt mega anders. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, es schmeckt wahnsinnig süß und sehr mächtig. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie ganz komisch. Als wenn ich viel zu viel gerade trinke. Und das ist halt so, weil wir es jetzt gewohnt sind. Aber es ist auch interessant, wie schnell sich die Gewöhnung eigentlich ändert. Ne? Voll, absolut. Das finde ich sehr spannend. Hast du denn auch wenn ich damit so ein bisschen vorgreife, hast du das Gefühl, dass Leute, dadurch, dass du zwischendurch mal ironisch und etwas sarkastisch schreibst, dass die von dir abgeschreckt sind, wenn du sagst, Leute, denk doch mal über irgendwie vegan nach? Du meinst, weil die zuerst denken, das ist alles lustig und so? Und, du Selbstgerechter, du sagst ja die ganze Zeit, der bescheuerte Wurstminister und so, guck doch mal erstmal selber. Oder hast du schon das Gefühl, dass du Leute, die nicht vegan sind, damit erreichst, was du schreibst? Sag ich es mal so, weil von meiner Perspektive aus sah es ein bisschen aus, dass du schon irgendwie, ich sag mal, ein Autor für Veganer bist. Das stimmt, das bin ich auch. Aber erreichst du auch Nicht-Veganer damit? Ja, auf jeden Fall. Also das sage ich jetzt so selbstbewusst. Ich weiß halt, weil mir mehrere Leute schon geschrieben haben. Und es kommen ganz oft Kommentare von Leuten, die sagen, ey, ich bin selber Fleischesser, aber du hast recht mit dem, was du da sagst. Vielleicht auch, weil ich ein paar andere Themen auch behandelt habe. Das war auch so ein bisschen kalkuliert von mir. Ich habe gedacht, wenn ich auch zu anderen Themen gute Texte schreibe, dann bekomme ich Likes von Leuten, die nicht zwingend Veganer sind. Dann ist es auch alles ein bisschen interessanter. Dann hat man auch ein bisschen Dialog auf der Seite. Und ich weiß, dass ein paar auch schreiben, dass sie das mögen an meinen Texten, dass selten ich eine direkte Anschuldigung formuliere. Das mag vielleicht jetzt der ein oder andere Veganer feige finden oder sagen, dass ich vielleicht zu feige bin, Tacheles zu reden.
Es ist aber einfach eine strategische Entscheidung von mir, das so zu formulieren, dass auch Fleischesser dranbleiben. Der erste Absatz versuche ich immer möglichst unterhaltsam und lustig zu gestalten, damit Leute das sehen und dranbleiben und dann vielleicht was mitbekommen. Und da formuliere ich tatsächlich vorsichtig. Ich versuche meistens meine Wut zu entladen eben am Landwirtschaftsminister, an der Lobby, an der Industrie. Wobei ich auch immer noch sage, okay, der Konsument ist natürlich eigentlich die treibende Kraft dahinter, aber ich versuche es ein bisschen zu entwaffnen, damit Leute, die selber Fleisch essen, das auch zu Ende lesen können. Das ist vielleicht nicht ganz ehrlich, aber ich hab Nikuni gelesen und der sagt halt, wenn man versuchen möchte, Leute zu überzeugen, darf man nicht immer mit der ganzen Wahrheit von einer auf die andere Sekunde rauskommen. Ne? Ja. Du musst den Leuten eine Chance geben, ihre eigene kognitive Dissonanz zu überwinden. Ich weiß, es klingt jetzt mega psychologisch, aber das ist super. Es ist so. Es ist tatsächlich so. Wenn du Leuten einen Ausweg gibst, dann sind sie viel eher bereit dazu, einen Schritt zu gehen, als wenn du sagst, du machst was falsch und du bist ein Arsch, wenn du es nicht änderst. Ja, ich glaube auch, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Ich habe mindestens eine Folge gemacht, nur über Kommunikation. Wenn du zwei Fronten bildest, dann passiert einfach auch nichts mehr. Die Leute sagen, ihr Mörder, und die anderen sagen, ihr scheiß Veganer. Genau. Geil, okay, aber jetzt passiert gar nichts. Dann kriegst du nicht mal die auf deine Seite, die stille Mitleser sind. Das ist das Problem. Wenn du nur so eine Anbluff-Dings hast, dann hast du auch die Chance vertan, die Leute zu überzeugen, die vielleicht noch nie was gesagt haben. Die sitzen da einfach nur und gucken sich das an und denken so, okay, das sind alles Idioten. Ich mache so weiter, wie ich es bisher mache. Und du hast die Chance vertan, dich als die vernünftigere Seite irgendwie ins Szene zu setzen. Ja, man darf nicht vergessen, also als Veganer, dass man nicht immer vegan war. Ne? Und das ist eigentlich auch so ein Punkt, genau. Der größte Punkt ist ja oft, dass einfach der Informationsstand ein anderer ist. Und wie viele Leute sagen, okay, wenn ich wirklich, ich meine, wie viele Leute halt Earthlings oder was weiß ich, What the Health mittlerweile oder Cowspiracy sind ja gerade so die effektivsten Dokus, die da momentan so rumlaufen. Wie viele Leute haben deswegen umgestellt, weil sie einfach die Infos bekommen haben. Ne? Und wenn man dann aber von Anfang an sagt, die Doku öffnet und man sagt, Mörder, so, dann kommt keiner die Doku zu Ende. So. Ja, genau. Aber cool, ja, das freut mich natürlich, das zu hören, dass du da auch viele irgendwie... Ja, hat mich wahnsinnig interessiert. Ich hab immer gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich komplett gut recherchierte Fakten bringe und der andere mit dummen Sprüchen genauso viel Erfolg hat. Aber das ist auch nicht so. Das ist ein Trugschluss. Aber man darf halt nicht erwarten, dass sich von heute auf morgen alles ändert. Ja. Das ist bei anderen Sachen ja auch so. Auch die Leute, die für Frauenrechte gekämpft hatten, die hatten auch alle recht. Oder die Leute, die Rassentrennung beenden wollten, die hatten so recht, wie nur jemand Recht haben kann. Und trotzdem hat es Jahrzehnte gedauert, bis sich da was getan hat. Also Recht haben alleine reicht leider nicht, sonst wird die Welt anders aussehen. Ja, das stimmt. Hast du denn das Gefühl, wie nimmst du so die Entwicklung, ich sag mal, der veganen Bewegung, ich habe kein gutes Wort dafür, die vegane Bewegung so in den letzten 10 Jahren so war, weil ich habe das Gefühl, dass so 2012, 13, 14 war so ein Megaboom irgendwie. Ja, stimmt. Weil die meisten Leute, die ich kenne, haben gesagt, ich habe zwischen 2010 und 2014 irgendwie umgestellt. Das wäre mir genauso, ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, es kommt so langsam irgendwie mehr Mainstream an, aber es verliert so ein bisschen an Fahrt. Wie siehst du das? Ich finde es total schwer zu beurteilen. Weil so manche Sachen, habe ich das Gefühl, werden langsamer, dafür nehmen andere Fahrt auf. Das ist irgendwie ein sehr komplexes Thema. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich glaube, das ist total schwer zu beurteilen, weil Veganismus gleichzeitig mit sozialen Medien es fällt in denselben Zeitraum, dass die Leute alle auf Facebook und Twitter rumhängen. Das ist derselbe Zeitraum, in dem auch auf einmal das so ein bisschen Mainstream war und vegane Straßenfeste auf einmal gefeiert wurden und sowas. Und auch man in einen normalen Supermarkt gehen kann und sich da was kaufen kann. Das ist alles ein bisschen zusammengefallen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Bewegung so ein bisschen erwachsener geworden ist. Die schrillen Stimmen, egal jetzt in welche Richtung, sind so ein bisschen leiser geworden und die Stimmen, die ein bisschen mehr Mainstream sind, die sind lauter geworden. Wie man das jetzt finden mag, ich will da jetzt keine Wertungen einfließen lassen, aber es gibt viel mehr große Teilnehmer, die eher auf Kommunikation und Verständnis setzen, also auch in Richtung von Fleisch sind, die versuchen ganz bewusst sogenannte Flexitarier anzusprechen, die sagen, wir müssen versuchen, die Leute von ihrem hohen Fleischkonsum runterzubringen, auch wenn sie noch keine Veganer werden, als früher. Früher, weiß ich noch, war das noch viel stärker umstritten. Da gab es innerhalb der Szene noch viel größere Spannungen und mittlerweile glaube ich, dass sich das ein bisschen gelegt hat. Ja. Ob das gut ist oder nicht, ist halt noch. Ja, also ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen, ich finde es erwachsener geworden, finde ich ein super Ausdruck, weil es ist so ein bisschen, hat so einen größeren, globaleren Wert auch genommen. Ne? Ich finde gerade allein jetzt mit ProVeg, die ja dieses 40-50 Ziel haben und so, das ist schon,
dass man das Gefühl hat, okay, wir haben so ein bisschen austariert, was ist alles eigentlich so möglich. Genau, was kann man eigentlich so machen? Wir haben jetzt ganz lange uns das angeguckt und jetzt versuchen wir mal eine Strategie irgendwie zu fahren. Also den Ansatz mag ich ehrlich gesagt auch ganz gerne. Ich finde es ganz gut, wenn wir uns ein bisschen von unserem Bauchgefühl entfernen und auch in dem Punkt versuchen, ja, wissenschaftlich zu ergründen, was ist denn die beste Methode? Ich meine, jeder hat nur begrenzt Zeit und Geld. Was mache ich damit? Machen wir damit jetzt, keine Ahnung, 10 Demos in ganz Deutschland und diskutieren und versuchen gegen, keine Ahnung, Wildtiere im Zirkus zu demonstrieren oder machen wir daraus Flyer? Das hat verschiedene Impact-Möglichkeiten. Ja. Hast du irgendwie, dadurch, dass sich dein Blogtum entwickelt hat und dass du jetzt sehr viele Follower hast und so, hat sich daraus irgendwas entwickelt? Hast du irgendwie, ich sag mal ganz blöd, altmodisch, hat das Fernsehen angerufen? Oder, Nein, so, oder was ist da? Ich kriege natürlich schon ein paar Anfragen. Also jetzt, so wie bei dir jetzt, Einladungen zu Podcasts, die veganen Straßenfeste fragen mittlerweile an, ob man da ein bisschen Programm macht. Ich liege jetzt gerade, aber so richtig große Medien. Ich war bei einer Sendung jetzt bei Antenne Mainz mit so einem Porträt und machte auch einen Podcast. Aber jetzt in die klassischen Medien bin ich damit noch nicht gekommen eigentlich. Ich glaube, das ist mehr so das Kochmedium, ne? Ja, genau. Christina Spiegelberg zum Beispiel, Küchenbäckerin, die hat jetzt irgendwie im SWR einen festen Platz, so, wo ich dachte, okay, genau. Die hat aber diesen Mehrwert Kochen. Ich glaube, wenn man also ein intellektuelles Gut hat rein, genau. Wenn es rein darum geht, zu diskutieren, ob man Fleisch essen sollte, das ist, glaube ich, für die meisten Mainstream-Sender noch nicht, wie soll ich sagen, begehrt genug. Deswegen überlege ich auch momentan, ob ich noch versuche, ganz normal YouTube nochmal zu beackern. Weil das eben auch, ja, ich weiß, klingt mal so platt, aber es ist schon Medium der Zukunft. Also wenn mein Sohn einen Fernseher anmacht, der macht nie ARD oder ZDF an, der geht immer auf YouTube und guckt sich irgendwelche Sachen an oder auf Netflix oder irgendwas anderes. Und ich glaube, wenn man da noch einen Fuß in die Tür bekommt, da hat man noch ein bisschen mehr Einflussmöglichkeit. Ja. Okay. Cool. Ich würde, glaube ich, den ersten Teil unseres Interviews beenden, weil ich glaube, wir haben so viel zu quatschen, das ist der erste Teil? Dass wir es aufspalten können. Du hast die Gliederung noch gar nicht gesagt. Wie ist denn der erste Teil? Wie ist der umrissen? Der erste Teil ist Vorstellung? Ja, anscheinend. Ich habe ehrlich gesagt mich einfach gedacht, ich hatte heute Morgen noch tierisch Panik, weil ich dachte, ich bin so schlecht vorbereitet. Ich bin immer schlecht vorbereitet. Alles Mögliche an Videos geguckt, aber es gibt doch kaum Interviews mit dir. Und ich dachte, oh Gott. Und dann kamen natürlich trotzdem ein paar Ideen. Und jetzt dachte ich, ich hoffe, das reicht für 20 Minuten. Und jetzt denke ich, okay, gut, dass wir Frage 1 und 2 abgehandelt haben. Ja. Aber, ich rede aber auch mal sehr wenig. Ich finde das super. Das Thema des ersten Teils, wenn wir gründen, Philosophie über Veganismus. Philosophie und, genau. Tja, und wenn ihr jetzt denkt, was ist das Interview schon vorbei? Mitnichten, liebe Leute. Mitnichten, das ist ein Wort, das eigentlich auch wieder häufiger in meinen Sprachgebrauch muss. Lars, bist du mit Essen fertig? Mitnichten, teuerste. Herrlich. Nächste Woche, Montag, geht es jedenfalls ungebremst weiter mit Philosophieren über Veganismus und natürlich mit dem Graslutscher. Wenn ihr von ihm lesen möchtet, die Links zu seiner Homepage und zu seinem Facebook-Account sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr euch jetzt für effektiven Altruismus interessiert und euch fragt, was das eigentlich genau ist, auch da gibt es natürlich einen Link. Und wenn ihr Jans Geschreibsel unterstützen möchtet, dann haltet auf seiner Seite mal nach dem Patreon-P Ausschau. Damit könnt ihr ihm jeden Monat ein kleines bisschen den Rücken zum Tippen freihalten. Schreibt mir natürlich auch gerne eure üblichen Fragen und Gedanken an unsere übliche Adresse lars@veggieworld.de oder podcast@veggieworld.de. Auch die sind in den Shownotes. Und auch mein Instagram-Account ist in den Shownotes verlinkt, wer meinem täglichen Wahnsinn folgen will. Und vor allem, liebe Leute, hört euch bitte die alten Folgen dieses Podcasts an. Ich habe schon so viele wunderbare Interviewgäste gehabt und ich rede immer wieder mit so vielen Leuten, die sagen, ach krass, mit dem hast du schon geredet und das habt ihr schon behandelt, das Thema. Ja, es gibt diesen Podcast mittlerweile seit 41 Folgen. Heute ist Folge 41. Ich bin total begeistert und wir haben schon so viel behandelt. Wir haben so viele wichtige Themen angesprochen und erklärt. Und nein, diese alten Folgen stammen nicht aus dem Jahr 1985 und klingen auch nicht wie ein Walkman auf geringer Batterie. Und wer jetzt nicht weiß, was ein Walkman ist, bitte Kids, schaut auf Wikipedia nach. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.